seit gestern irgendwie so eine Mischung aus Wut und Traurigkeit in mir, weil mir echt nochmal klar geworden ist, wie diese Leute, diese Neo-Adventer-Spackos, wie die haben mein Leben ruiniert. Und ich meine, ja, ich kann jetzt hingehen und das relativieren und sagen so, ja, die sind ja nicht alleine schuld, du trägst ja auch eine Mitschuld, bla, natürlich trage ich eine Mitschuld, ich habe mich ja darauf eingelassen, auf den Fuck-Scheiß. Aber trotzdem, es fühlt sich so an, ich war halt auch voll jung, ey. Ich war Mitte 20, als ich mit der Scheiße angefangen habe. Und ich wollte halt einfach nur verfickt nochmal nicht mehr leiden. Und was die mir geboten haben, war so ein kleines Gefühl der Erlösung. Und ich dann so, oh ja, dann muss ja alles, was die sagen, das muss ja alles die Wahrheit sein. Und dann hat man die Scheiße. Und jetzt hänge ich in der Scheiße seit verfickten 6 Jahren. Und ich bin wütend darüber und ich bin traurig darüber. So unnötig, ey. Es war alles okay, damit eine Person zu sein. Es war alles okay, damit ich zu sein, Mensch zu sein. All dieser normale Mist mit hier Trennung. Ich fühle mich getrennt von all dem um mich. Und das war alles überhaupt kein Problem, bis ich es zu einem Problem gemacht habe. Bis die mir gesagt haben, dass da das Problem ist. Und ich das halt angenommen habe, weil ich das nicht mehr reflektieren konnte. Mann. Und deswegen machen die mich auch so wütend, wenn ich solche Sachen höre. Weil ich mir denke, es ist so unnötig. Und dann tun die so, als bräuchten die Menschen das. Als wäre das die Rettung der Welt, wenn alle jetzt irgendwie da ihre Trennung überwinden oder so. Am Arsch. Keiner braucht das. Keiner braucht das zum Überwinden seiner Probleme. Man braucht das, um sich irgendwie aus diesem Leben rauszukatapultieren und um in irgendwelche crazy Bewusstseinszustände zu kommen und irgendwie um sich besonders zu fühlen und für diesen ganzen Scheiß braucht man das. Ansonsten braucht man das überhaupt nicht. Das fuckt mich echt einfach hardcore ab. Das hat meine Wahrnehmung gefickt. Meine normale menschliche Wahrnehmung hat dieses Zeug verdreht in irgendwas, was sich nicht natürlich und nicht gut anfühlt. Und dann sind die so, oh ja, der natürliche Zustand. Fuck auf den natürlichen Zustand. Natürlicher Zustand war das, was ich vorher hatte, bevor die mich verrückt gemacht haben. Das war natürlicher Zustand. Und ich habe mir eingeredet, das wäre nicht mein natürlicher Zustand, weil die mir das gesagt haben. Weil die mir gesagt haben, du musst da erst zurückkommen zu deinem natürlichen Zustand. Das ist ja alles mit den Konditionierungen und bla. Und du musst das alles erkennen und durchschauen und der ganze Mistfuck. Nichts davon hätte ich machen müssen. Nichts. Und könnten die ihre verfickten Weisheiten für sich selber behalten, dann gäbe es so Probleme gar nicht, wie die ich jetzt habe. Könnten die einfach mit ihrer es ist, wie es ist und so, ja, dann sollen die doch einfach mal annehmen, dass es ist, wie es ist. Dann sollen die doch einfach mal akzeptieren, dass es Menschen gibt, die ein Ich-Gefühl haben und die sich getrennt fühlen. Dann sollen die doch mal annehmen, dass das okay ist. Und dann hat auch keiner ein Problem. Ich meine, die können ja da in ihrer Kammer irgendwie in ihrem Einssein, können die dann dahin vegetieren. Das stört mich überhaupt nicht, können die machen. Aber dass die alle dann... Überall tauchen die auf bei YouTube und überall und labern einen voll mit ihrer Scheiße. Und ja, man muss sich das nicht anhören, aber ich habe deren Masche verstanden. Die kriegen es halt dann hin, mit ihren verfickten Untersuchungen irgendwie ein gutes Gefühl in einem zu erzeugen und dann glaubt man denen alles. Und dann ist der Verstand schuld, wenn man dann nicht zurechtkommt. Ja, dein Ego wehrt sich dagegen, dein Verstand wehrt sich dagegen, das ist nicht gut. Da muss man drüber hinweggehen oder so eine Scheiße. Ein Scheiß muss man. Wenn sich das nicht gut anfühlt, fühlt sich das nicht gut an. Punkt. Das ist reine Schuldverschiebung auf denjenigen, der sich das anhört. Der ist dann schuld an seinem Leiden. Die Sender, die das da verbreiten, die natürlich nicht. Nee. Die gibt es ja auch gar nicht. Insofern sind die ja frei von jeder Verantwortung. Und der dann schuld ist derjenige, der bombardiert worden ist mit dieser Kacke. Und dann braucht man Jahre, um das wieder so semi klar zu kriegen in seinem Kopf. Unter Umständen. Unter Umständen braucht man verfickt viele Jahre voller Scheiße, um sich einigermaßen wieder zurechtzufinden in der Welt.
Und ich will nicht wissen, wie viele Leute wegen dieser Scheiße sich umgebracht haben. Da weiß nur keiner von. Und das interessiert die überhaupt nicht, die da diese Weisheiten verbreiten. Ist ja nicht deren Problem, die gibt's ja gar nicht. Die sagen ja einfach automatisch das, was erscheint, das, was aus der Quelle erscheint. Das kommt automatisch aus deren Mund raus, da hat ja keiner Kontrolle drüber, bla. Boah, ey. Wie ungesund das einfach ist. Wie ungesund das ist, Leuten zu sagen, sie könnten nichts machen. Und ich weiß, dass das auch einen befreienden Effekt haben kann. Aber es kann halt auch genau das Gegenteil bewirken. Und das wissen die. Das wissen die. Und trotzdem sagt keiner was darüber. Und trotzdem warnen die selber nicht davor. Und sagen irgendwie irgendwas von wegen, hey, wenn es dir nicht gut tut, dann guck dir das nicht an, hör dir das nicht an. Und es ist nicht die Wahrheit, das ist meine Sichtweise, bla bla, der ganze Scheiß, über den ich mich immer beschwere. Keiner von denen sagt das, weil die so überzeugt sind von ihrem Drecksfuck. Und weil ihnen das geholfen hat. Und dann gehen die davon aus, oh, weil mir das geholfen hat, muss es ja auch allen anderen helfen. Nein. Mann. So bis zu dem Punkt, wo ich abgeschmiert bin 2017 wegen deren Scheißkonzepten. Bis dahin war mein Leben schon echt nicht einfach. Es war echt nicht einfach. Es waren sehr viele Dinge, sehr kompliziert. Und ich fühlte mich einigermaßen stabil. Und dann kamen die mit ihren ganzen, du musst das untersuchen, du musst dir das bla bla bla. Und dann ist mein Leben einfach hardcore den Bach runtergegangen. Und zwar so sehr den Bach. Also dagegen ist alles, was vorher den Bach runtergegangen ist, gar nicht den Bach runtergegangen. So sehr kann man gar nicht den Bach runtergehen. Und ich stand da und habe gedacht, ich bringe mich um. Ich bringe mich einfach um, wenn das so weitergeht. Und ganz ehrlich, es ist ein Wunder, dass ich noch hier bin. Und keiner übernimmt Verantwortung dafür. Ich muss die alleinige Verantwortung dafür tragen, dass das passiert ist. Weil ich ja nicht bereit dafür war. Weil mein Ego im Weg stand. Weil mein Verstand im Weg steht. Weil ich das falsch gemacht habe. Weil ich das falsch aufgefasst habe. Weil ich die Wahrheit nicht integriert habe. Weil ich, was weiß ich, was für eine Scheiße mit Kackargumenten wiederkommen. Am Arsch. Die tragen genauso Schuld daran. Indem die sich da hinsetzen und das als die Wahrheit verkaufen. Und das jungen Leuten erzählen und nicht sagen so, ey, das ist meine Sichtweise, sondern nein, es ist die Wahrheit. Die absolute super Wahrheit. Und du willst doch mit zu unserem coolen Club gehören, von denen, die die Wahrheit durchschaut haben, von denen, die wissen, wie es funktioniert. Willst du doch Teil von sein. Ja, wollte ich. Wer will das nicht? Boah, ey. Und dann muss ich in den Wald gehen, um mich darüber aufzuregen, weil ich irgendwie, keine Ahnung, manchmal weiß ich nicht wohin mit mir und mit meinen Gefühlen. Und ich mache ja manchmal diese komischen, selbst ausgedachten Meditationen, in denen ich mir vorstelle, wie es sich anfühlen würde, wenn ich von all diesen Konzepten nichts gehört hätte. Und dann habe ich so eine Sekunde einen Geschmack von Normalität. Eine Sekunde einen Geschmack von Menschsein, von Normalsein, von wie es halt mal war, wie es immer war, als es halt noch okay war. Und dann fühle ich so ganz deutlich, dass es all das nicht gebraucht hätte. Und dass alles gut war mit mir. Und ich bin so traurig darüber, dass ich dachte, es wäre nicht alles gut mit mir. Und ich müsste mein Menschsein überwinden, weil das wäre das Problem. Nein, das war es nie. Ernsthaft, ich hatte einfach psychologische Probleme und mit denen hätte man arbeiten können auf ganz normale menschliche, psychologische Art und Weise. Aber nein, dann dachte ich so, meine Person muss weg. Ich muss weg. Erst dann wird alles gut sein. Das ist die Lösung aller Probleme, das zu verstehen. Das ist so traurig, echt. Ich habe quasi meine normale menschliche Wahrnehmung habe ich geopfert für deren Wahrheit. Und ich meine, klar hatte diese menschliche Wahrnehmung auch irgendwie so seine Begrenzungen und Schwierigkeiten und den ganzen Scheiß. Aber es hatte halt auch Schönheit und Verbundenheit und Dasein und Hiersein und all diese schönen Dinge vom Menschsein hatte es halt auch. Und ich wusste nicht, dass wenn ich das eine opfer, ich das andere auch opfer.
Und dass ich dann wie in so einer Zwischenwelt irgendwie so umherschwebe. Und ich weiß, dass ich mit meinem ständigen Gelaber darüber, ich werde niemanden davor retten können, da reinzugehen. Aber darum geht es mir auch nicht. Und in den nächsten Jahren, ich schwöre, werden immer mehr von diesen Lehrern auftauchen aus dem Nichts. Werden die kommen. Die werden kommen und die werden noch mehr das Internet einnehmen mit ihren Scheißangeboten von ich erlöse dich von deinem Leiden, wenn du nur deine wahre Natur erkennst. Mehr von denen werden kommen und dann werden auch mehr Geschädigte kommen. Und vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo die nicht mehr sich aus der Verantwortung ziehen können und sagen können, so, ach, ich habe damit nichts zu tun, mich gibt es ja gar nicht. Vielleicht müssen die irgendwann, wenn die Zahl derer, die sich dagegen äußern, mal so groß wird, dass Druck aufgebaut wird, dass die irgendwann einfach mal das annehmen müssen und zugeben müssen, dass sie auch was dazu beitragen. Ich sage nicht, dass es die einzigen Schuldigen sind, natürlich nicht. Aber mich nervt es so, dass die nicht einen Hauch in der Lage sind, Verantwortung zu tragen für das, was da getan wird. Es ist nicht immer nur einer schuld. Das ist, glaube ich, Standard, zu wissen, dass nicht nur einer schuld ist. Ich bin so wütend, ehrlich, ey, die Welt war so schön. Nicht immer, nein. Aber generell, ich habe so viele schöne Momente erlebt, bevor ich dann da gelandet bin und da dann quasi noch schönere Momente erlebt habe. Und dann dachte ich so, oh, wenn die Momente, die ich da erlebe, ja noch schöner sind, dann muss das ja wahr sein. Was ist das für eine Schlussfolgerung? Ich habe nicht gecheckt, dass nur wenn man eine geile Erfahrung hat, dass das nicht bedeutet, dass der Rest dass das alles richtig sein muss. Ich glaube, ich fand es auch so toll, dass damals hier mein Ex-Freund, mit dem ich zusammen war, dass der immer so, weiß ich nicht, der hat immer so von Krishna geredet und hat er so von Ekstase und göttlichen Gefühlen und ich weiß die Worte gar nicht mehr, aber das ist immer so, das klang immer so toll. Das klang immer so toll, ich dachte immer so, wow, der hat so krasse Erfahrungen mit Gott gemacht und also ich kann ja nicht so an Gott glauben in so einer persönlichen Form, aber irgendwie klingt das alles total toll, diese göttlichen Zustände, was auch immer. Und dann habe ich halt eine Idee gefunden, so eine philosophische Idee. Und die hat in mir gute Gefühle erzeugt. Das war verfickt nochmal alles. Und das war ja erst dieses Fühl deine Gefühle-Ding bei mir. Und das hat mich, glaube ich, mehr eigentlich in Verbundenheit mit mir selber gebracht. Und das war gut. Das hat mich nicht abgespalten. Das war sehr angenehm. Das war schön. Das fühlte sich zentriert an. Das fühlte sich hier an. Das fühlte sich sehr... es war nicht abgespalten. Das war ich und meine Gefühle. Und ich bin mit meinen Gefühlen. Und ich lerne meine Gefühle anzunehmen. Und ich lerne meine Gefühle zu fühlen und all diesen Kram. Das war alles gut. Das war alles gut. Bis ich dann dachte, nee, das reicht nicht. Mehr Philosophie bitte. Das reicht mir nicht an gutem Gefühl. Da muss mehr gutes Gefühl drin sein. Da muss mehr irgendwie. Was ist denn da mit dieser Erleuchtung? Das muss doch noch viel toller sein. Und dann lerne ich, unabhängig zu sein von diesem Arschloch-Ex-Freund. Dann beeindruckt mich das nicht mehr, was der da macht. Dann bin ich auch in so einem heiligen Space. Und dann liebt er mich vielleicht. Wenn ich dann so nicht attached bin. Wenn ich dann so keine Erwartungen mehr habe und so völlig in der ewigen Liebe bin, dann kann er mich vielleicht auch lieben. Und als er dann weg war, dachte ich, okay, dann, keine Ahnung, wenn die Erleuchtung jetzt nicht mehr für ihn ist, dann ist sie halt für mich und dafür, dass ich dann besser mit der Welt und meiner Existenz zurechtkomme. Und damit, dass er nicht mehr da ist. Und wenn die dann diese komischen Erleuchteten da kommen und sagen, die Erleuchteten, im Ernst, erleuchtet, ich glaube nicht, dass die erleuchtet sind. Ich glaube, die haben sich hart reingesteigert in die Idee, so wie ich das auch gemacht habe. Und dann kommen die und sagen so, die Erleuchtung ist für niemanden. Das kann man halt nicht denken, wenn man da sitzt. Man versteht es nicht.
Und es macht mich noch mal mehr wütend, weil sie sagen quasi die Wahrheit, aber sie müssten noch einen Hauch an menschlichem Verständnis haben, um zu wissen, dass das so bei den Menschen nicht ankommt. Weil die trotzdem denken, das ist was für sie. Die wissen dann nicht so, ja, am Ende bist du halt komplett detached von allem, was irgendwie dich und die Welt betrifft, und ja, dann hat es wirklich einfach nichts mehr mit dir zu tun. Ob das dann die Erleuchtung ist, ist die Frage, oder ob es einfach nur ein komischer Zustand ist und auf den man dann dieses Label von Erleuchtung packt. Ich finde das so wirsch irgendwie. Ich kann auch hingehen und jetzt sagen, ich bin erleuchtet, weil nichts mehr hat mit mir zu tun. Kann ich alles machen. Und ich könnte auch diese komischen Talks jetzt halten und erzählen, dass ich in der Nicht-Existenz bin und dass ich nicht mehr bin und so. Ich könnte das alles machen und ich könnte es so fühlen, wirklich. Das ist überhaupt kein Problem. Aber es fühlt sich an wie eine Lüge. Und es fühlt sich nicht an nach einem erstrebenswerten Zustand, den man anderen Leuten verkaufen müsste. Und nur weil Leute es hingekriegt haben, diesen Zustand positiv zu konnotieren und positiv zu interpretieren, weil sie sich aus allem zurückgezogen haben und dann denken so, oh, das ist die Befreiung. Ich habe ja mit nichts mehr was zu tun. Ich verstehe, dass man das als Befreiung erleben kann, aber das ist nicht für jeden so. Nicht jeder erlebt es als Befreiung. Und ich bezweifle auch, dass das die Befreiung ist, von der damals die, keine Ahnung, alten Inder da gesprochen haben. Ich glaube, das ist ein komplett anderes Phänomen, was da heutzutage stattfindet unter diesen Neo-Advaita-Leuten. Die haben ihre eigenen Ideen von Befreiung. Und ich bin inzwischen der Meinung, ernsthaft, wenn ich mir die Beschreibungen anhöre von diesen Erleuchteten, das ist das gleiche wie DP. Das hat nichts damit zu tun mit den alten Leuten da in Indien, keine Ahnung, die sich so wegmeditiert haben und dann irgendwie 3 Wochen nicht ansprechbar waren. Das Zeug. Das meine ich nicht. Das ist sicher was anderes. Aber diese ganzen Neo-Advaita-Fuzis, die so aus dem Boden geschossen kommen, die haben einfach nur DP und haben das positiv konnotiert. Für die ist das eine gute Erfahrung, warum auch immer. Aber das gibt's, klar. Man kann sich, so wie Susan Siegel, die hat sich auch eingeredet, dass ihre DP eine tolle Sache ist. Und dann hat es für, keine Ahnung, 2 Jahre oder so hat es standgehalten, bis es wieder gebröckelt ist. Klar, ich kann mir auch einreden, dass es toll ist, dass ich nichts mehr erlebe. So, es hat nie etwas stattgefunden, nichts existiert, nichts passiert und so. Ich kann das alles erleben, kein Problem. Ehrlich, keine Probleme mit das zu erfahren. Und wenn ich jetzt sehr viel Anstrengung da reinstecken würde, würde sich das irgendwann vielleicht sogar gut anfühlen. Aber ich sehe nicht ein, das zu machen. Weil mein natürliches Gefühl dazu ist nein. Nein, es ist scheiße, ich will das nicht. Und ich bin auch froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Dass ich nicht gesagt habe, oh, ich muss das jetzt zu was Positivem transformieren. Ich muss jetzt daran glauben, dass mein Verstand dagegen hält oder mein Ego oder bla, und das muss ich auch noch überwinden, und dann würde ich da immer noch sitzen bei diesen Spackos. Oder ich wäre vielleicht aufgestiegen und wäre selber Lehrerin und würde mich dann doppelt toll fühlen. Nee, das ist alles falsch. Das ist alles falsch, und ich bin froh, dass ich nicht da gelandet bin, sondern dass ich meinem Gefühl geglaubt habe, was gesagt hat, so das ist scheiße und das ist falsch. Und trotzdem steckt man halt dann da drin in der Kacke. Ich weiß sogar, dass ich mich selber drin halte in der Scheiße. Weil ich unterbewusst immer noch darüber nachdenke. Oder diese Ideen unterbewusst in mir immer noch arbeiten. Und immer noch so ein Zweifel ist von, oh Gott, die haben recht. Oh Gott, die haben recht. Vielleicht haben sie auch einfach nicht recht. Wer will das sagen? Vielleicht haben sie einfach nicht recht mit ihren komischen Vermutungen von, das Ich ist eine Illusion. Vielleicht ist es keine Illusion. Wenn das so offensichtlich wäre, wie die behaupten, warum ist das dann nicht längst in der Wissenschaft angekommen und alle wissen Bescheid, dass es Ich eigentlich eine Illusion ist? Warum ist es so eine kleine Gruppe von Leuten, die das behaupten? Weil das Geheimwissen ist, ja. Dann habe ich irgendwie gestern noch warum auch immer, ich war auf dieser Seite von diesem Andreas Nothing, der Spacko, ey, das ist auch so ein Typ. Und dann verkauft er auch seinen Scheiß für voll viel Geld und macht das alles wie so ein Marketing, so richtig offensichtlicher Marketing-Scheiß. Und dann schreibt er so, dieses Wissen, was irgendwie nur ganz wenige Menschen haben, dieses geheime Wissen, das habe ich ja jetzt auch und ich gebe das an euch weiter. Die meinen Kurs für 5.000 € buchen.
der natürlich jetzt im Angebot ist mit limitierten Plätzen. Boah, das ist offensichtlich so ein Marketing-Scam. Diese ganzen Leute, was schreiben die denn so viele Bücher? Ich weiß gar nicht, ob der Andreas Müller so viele Bücher geschrieben hat, aber diese ganzen Leute, die schreiben dann so 8, 9, 10 Bücher und dann schreiben die auf ihren Klapptext, in diesem Buch habe ich nichts zu sagen. Und die Leute kaufen das. Was ist denn falsch mit der Welt? Und das ist nur, weil die Leute Erlösung suchen aus ihrem Leiden. Weil die einfach nicht mehr leiden wollen. Und dann lassen die sich beeindrucken von diesen Idioten. Und sind so, okay, ich kaufe eure Bücher, obwohl da nichts drin steht. Boah. Und die Leute, die diese Bücher schreiben, die weigern sich Verantwortung dafür zu übernehmen, dass sie diese Bücher geschrieben hat. Das hat keiner geschrieben. Boah, ernsthaft, das ist so krank. Übelster Brainfuck ist das. Und ich meine, selbst der Lehrer, von dem ich komme, wo ich immer noch denke, der ist ja nicht ganz so schlimm. Doch, eigentlich ist er das auch. Weil der war so, habe ich vor ein paar Tagen noch gedacht, ich dachte so, okay, seine Herangehensweise war halt hauptsächlich, nicht immer, aber hauptsächlich so, okay, ich bin jetzt hier, das ist das Einzige, was wir wissen können. Okay, finde ich super. Finde ich total gut. Aber auch das konnte man natürlich nicht so stehen lassen, ich bin jetzt hier. Nein, dann musste untersucht werden. Was bedeutet jetzt? Was bedeutet hier? Was bedeutet bin? Was bedeutet ich bin? Was ist das Ich, was jetzt hier ist? Es musste alles untersucht und auseinandergenommen werden, bis man dann am Ende zerstückelt war quasi. Und auch Eckhart Tolle, der ja auch so ein Ich bin jetzt hier Typi da ist. Das ist alles eine schöne Sache, aber belasst es doch bitte dabei. Wo ist euer Problem mit der persönlichen Geschichte von Menschen? Wo ist das Problem mit Vergangenheit und Zukunft? Wo ist das Problem mit Persönlichkeit? Wo ist das Problem mit Ego, mit Ich, mit dem Handelnden, mit all dem Scheiß? Wo ist das Problem damit? Und dann sind die so, da gibt es kein Problem damit. Doch, scheinbar gibt es scheinbar gibt es ein Problem damit, sonst würde das nämlich nicht den Leuten verkauft werden als das große Problem, was sie überwinden müssen, um dann nicht mehr zu leiden. Da gibt es ein Problem mit. Aber eigentlich gibt es kein Problem damit. Für mich gibt es keins mehr. Und dann lebt man in dieser ich lebe in dieser ständigen Angst, als wäre ich auf so einer Vorstufe vor der Erleuchtung. Und jederzeit könnte mich die Gnade treffen und dann würde irgendwas in meinem Gehirn durchbrennen und ich wäre plötzlich, keine Ahnung, was mit mir dann wäre. Und ich will das gar nicht. Und wer weiß, vielleicht würde sich das ganz toll anfühlen. Ich habe keine Ahnung. Und dann würde ich aber auch da sitzen und so eine Scheiße labern und Leute verwirren. Dann will ich das gar nicht erst. Ohne Witz. Nein, ich will das alles überhaupt nicht. Man braucht diese Fuck-Erleuchtung nicht. Ich kann es nur immer wieder sagen, wie langweilig, Aber wirklich, wir wären nicht hier, in diesem Körper, in dieser Inkarnation, wenn es nicht genau so sein sollte. Es soll genauso sein. Es soll so sein, dass wir uns mit uns selbst identifizieren, mit diesem Körper und dass wir mit diesem Körper in dieser Welt sind und all dieser Scheiß und dass wir die Welt erfahren, dass wir die Realität erfahren und dass wir es als Realität erfahren. All das soll so sein, sonst wäre es nicht so. Welcher verfickte Gott denkt sich irgendwas aus wie die sind alle jetzt unter dem Einfluss einer Illusion, der Illusion des Ichs. Und es gibt dann so ein paar, die können das durchschauen. Und die sind dann die richtig coolen. So, was für ein Bullshit. Nein, es soll genau so sein, wie es ist. So soll es sein. Und all die Leute, die meinen, sich darüber zu erheben oder so einen Quark, wer weiß, ob die sich überhaupt darüber erhoben haben. Oder ob das nicht einfach nur eine weitere eingebildete Geschichte aus dem Menschsein heraus ist, was ich glaube. Was die mit einem machen, ist Brainwashing, wirklich von feinstes Brainwashing. Die pflanzen einem so lange diese Ideen ein, bis man das glaubt und bis man glaubt, dass wenn man daran zweifelt, dass der böse Verstand ist, der daran zweifelt. Bis man dann halt nicht mehr daran zweifelt und dann ist vorbei. Dann ist echt vorbei. Ehrlich,
Was ein Dreck. Echt. Letzte Scheißphilosophie. Letzte Drecksphilosophie. Auch wenn ich niemanden davor bewahren kann, das kann ich nicht. Wie gesagt, das ist auch nicht mein Ziel. Mein Ziel, wenn ich überhaupt ein Ziel habe, ist es einfach nur darüber zu sprechen, was mir passiert ist und anderen Leuten, denen das auch passiert ist, eine Anlaufstelle zu bieten, dass die wissen so, ey, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine und es ist nicht, weil ich irgendwie bekloppt bin, dass ich das nicht checke oder dass es mir schlecht geht, so nein, sondern weil diese generelle Lehre einfach nicht gut ist für Menschen, ist meine Perspektive. Jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Es nervt mich alles. Ich hasse das alles. Ich will das ehrlich einfach hinter mir lassen. Die letzte Zeit war aber auch echt wieder massiv mit diesen Sachen. Sehr massiv. Das ist immer nicht gut. Und das ist wirklich so. Könnte ich das alles vergessen? Wäre ich in der Lage, ich wünschte, die könnten so eine wie heißt es, Elektroschocktherapie machen, wo die nur diese Sachen, die ich da gehört habe, aus meinem Gehirn ausradieren könnten. Dann wäre alles wieder gut. Aber so einfach ist es leider nicht. Aber das wäre toll. Das wäre die Lösung meiner Probleme. Weil all diese Ideen sind einfach nicht hilfreich für mich. Und ich will die nicht mehr. Und wenn, ja. Ach, bla. So, Wutanfall vorbei, glaube ich. Weiß ich nicht. Nervig, ey. Einfach nur nervig. Einfach nur Abfuck, echt. Ich will damit überhaupt nichts mehr zu tun haben, mit diesen Scheißgedanken. Mit diesen Scheißideen und mit diesen Scheißvorstellungen darüber, wie Menschsein funktioniert und dass wir alle Roboter sind und alles ist automatisch und der ganze Drecksfuck. So, ja, ich kann das so sehen, wenn ich will. Ich kann das sogar so erfahren, wenn ich will. Das ist halt das Krasse. Ich dachte immer, ich müsste das so erfahren, dann wüsste ich, dass es die Wahrheit ist. Jetzt habe ich es erfahren und befürchte, dass es die Wahrheit ist. Wie auch immer, bla bla.